Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus der Türkei. Wir nehmen euch mit auf den Transit durch Russland. Wir erkunden mit euch gemeinsam die Schwarzmeerküste in Georgien. Und wir fahren zum Sumeli-Kloster. All das gibt's nach dem Intro. Bleibt dran. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Unsere letzte Nacht in Kasachstan verbringen wir 10 Kilometer vor der Grenze. Die Tatsache, dass wir mit Adel unterwegs sind, gibt uns auch diesmal ein besseres Gefühl für den Transit. Guten Morgen, wir haben kurz nach 7 und believe it or not, wir haben die russische Grenze schon hinter uns gelassen. Wir sind, ich glaube, 5:45 oder so an die Grenze rangefahren, also an die kasachische Seite. Das ging super schnell und ja, kurz vor 6:30 waren wir an der russischen Grenze und auch da ging es rasend schnell. Petra ist jetzt in dieser grünen Box und besorgt uns eine Autoversicherung und wie immer selbstverständlich eine Internetkarte. Und dann starten wir unseren Transit und es sieht so aus, als könnten wir es diesmal tatsächlich in 2 Tagen schaffen. Unsere treuen Zuschauer erinnern sich vielleicht, beim letzten Mal haben wir an der Grenze 7 Stunden gebraucht für den Grenzübertritt. Und ja, umso begeisterter sind wir tatsächlich jetzt. Die Route entspricht der unserer Hinfahrt durch Dagestan und Tschetschenien. Und auch diesmal werden wir nicht einmal angehalten und kontrolliert. Adel baut tapfer jeden Abend, sobald es anfängt zu dämmern, im Schutz des Vans ihr Zelt auf. Die Tatsache, dass sie als Soloreisende oftmals alleine zeltet, finden wir mutig und großartig. Guten Morgen an Tag 2 auf unserem Transit durch Russland. Wir sind gestern super durchgekommen. Nach dem extrem schnellen Grenzübertritt war das natürlich sehr, sehr cool. Wir sind jetzt so 2,5 Stunden vor der Grenze. Da unten hinter mir ist die Stadt Grozny und ja, mittlerweile ist es 8:45. Die Sonne geht auf und wir werden uns so langsam fertig machen und frühstücken, um dann Richtung georgischer Grenze zu rollen. In Wirklichkeit ist es erst kurz vor 7, denn mein Telefon kann noch nicht glauben, dass wir nicht mehr in Zentralasien sind und zeigt beharrlich die kasachische Uhrzeit an. Obwohl wir schnell wieder nach Georgien einreisen wollen, genießen wir 3 die schöne herbstliche Morgenstimmung. Als wir endlich am Horizont den großen Kaukasus entdecken, freuen wir uns darauf, die alte Heerstraße ein 3. Mal zu fahren. Die Ausreise aus Russland verläuft ebenso reibungslos wie die Einreise.
Wir passieren den letzten Grenztunnel, freuen uns, wieder in Georgien zu sein und darüber, dass entgegen mancher Voraussagen Mitte November noch kein Schnee liegt. Unsere Tagesetappe endet am Anna-Nuri-Stausee. Nicht nur wir sind früh auf den Beinen, sondern auch diese wollige Truppe. Entlang der Heerstraße bilden sich immer wieder von der Polizei geregelte, kilometerlange Zwangsstaus für Lkw. Wir vermuten, dass so ein riesiges Chaos an der georgisch-russischen Grenze verhindert werden soll. Gehört haben wir, dass die Fahrer dort bis zu 3 Wochen stehen, bevor sie die Grenze passieren. Nach 4 Tagen und 4 Nächten als Trio geht Adele wieder von Bord. Für sie beginnt ihre persönliche Tour de France, um rechtzeitig als Überraschung zu Weihnachten bei ihrer Familie zu sein. Wir freuen uns über Ihre Einladung nach Frankreich und ein Wiedersehen in ein paar Monaten. Wir fahren weiter an die georgische Schwarzmeerküste und treffen uns mit Mirja, die wir vor 3 Monaten in Tbilisi kennengelernt haben. Unser Wiedersehen fühlt sich an, als würden wir uns seit Jahren kennen, obwohl wir uns in Tbilisi gerade einmal eine halbe Stunde gesehen haben. Da die Saison auch in Kobuleti vorbei ist, stehen wir ungestört 2 Nächte in erster Reihe mit Meerblick an der Promenade. Bei der Fahrt entlang der Küste genießen wir die subtropische Vegetation.
Zufällig entdecken wir auf dem Weg nach Batumi die etwa 535 erbaute Festung Petra. Petra besteht auf eine Besichtigung der Ruine. Warum nur? Das Besucherzentrum mit seiner modernen Architektur wiederum gefällt nicht nur Petra, sondern auch mir. Am Nachmittag machen wir einen Spaziergang durch den Botanischen Garten Batumis und genießen für 7 € Eintritt pro Person den Blick über das Schwarze Meer bis in die Türkei. Obwohl wir Batumi nur vom Auto aus erleben, gefällt uns der Gegensatz zwischen alt und neu sehr gut. Vielleicht kommen wir irgendwann einmal wieder. Die Nacht verbringen wir hinter Batumi am Strand. Am nächsten Morgen passieren wir in 2 Stunden die georgisch-türkische Grenze. In mehreren Etappen wollen wir bis Ende November Izmir erreichen, da ich dann einen 2-wöchigen Türkischsprachkurs beginne. Erste Station ist die Stadt Rize. Sie ist das Zentrum des türkischen Teeanbaugebiets am Schwarzen Meer. Am Hafen besichtigen wir das in Form eines türkischen Teeglases erbaute Gebäude. Von der Aussichtsplattform hat man einen tollen Blick über die Stadt und die Küste. Für uns geht es weiter über Trabzon zum Kloster Sümela. Die Landschaft gefällt und überrascht uns sehr. Sie erinnert uns stellenweise an den Harz. Eine einstündige Wanderung führt uns hoch zu dem in den Fels gebauten Kloster, das für 15 € pro Person besichtigt werden kann. Die ersten Fundamente des griechisch-orthodoxen Klosters aus byzantinischer Zeit gehen auf das Jahr 500 zurück. Die ältesten erhaltenen Gebäude stammen aus dem 14. Jahrhundert. Sein heutiges Aussehen erhielt das Kloster schlussendlich im 19. Jahrhundert. Dieses Hinweisschild ist vermutlich etwas zu spät angebracht worden. Unzählige Banausen jedenfalls mussten hier ihre Spuren hinterlassen. Schade.
Nach einem Brand um 1930 verfiel es, bis es 1972 von der türkischen Regierung als Nationalerbe unter Schutz gestellt und restauriert wurde. Das war unsere Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da. Bei Fragen schreibt einfach in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao. Tschüss.